Aufklärung zu definieren ist kein leichtes Unterfangen. Es ist historisch gesehen ohnehin ja so, dass der Begriff von den Gegnern der Aufklärung, vor allem Royalisten oder Katholiken, geprägt wurde, gar nicht von den Leuten, die wir heute als die Vertreter der Aufklärung selber verstehen würden. Auch in der Forschung ist es hoch umstritten. Einige der Historiker, die zu den wichtigsten Aufklärungsforschern gehören, sind ganz unterschiedlicher Meinung. Jonathan Israel und John Robertson zum Beispiel. Der eine sagt, um 1740 war alles vorbei, der andere sagt, dann geht es eigentlich erst los. Für manche ist Aufklärung hauptsächlich eine Frage von Philosophie und Gedanken, für andere ist es eher eine Frage von Salonkultur, für andere geht es um die Präzision von Instrumenten, Uhren, Eisenbahnen. Man kann im Grunde, und man hat sehr, sehr viel Unterschiedliches mit der Aufklärung verbunden. Das Problem einer zu engen Definition besteht vor allem darin, aus meiner Sicht, dass damit dann ein Kern festgelegt wird, der alles andere, und wir werden dazu kommen, es gibt sehr viele verschiedene Ausprägungen von Aufklärung in der ganzen Welt. Wenn wir aber einen zu engen Kern festlegen, dann enden wir mit einem eurozentrischen Verständnis von Aufklärung, was viele andere Ausprägungen ausschließt. In Korea am Ende des 19. Jahrhunderts hat jemand mal die Aufklärung definiert als: Wir legen alles das ab, was in unserer eigenen Kultur minderwertig ist, und wir übernehmen das, was wir woanders finden, was höherwertig ist. Das fand ich fast in einfacher Sprache übersetzt, was Philosophen lange Zeit gesagt haben, eine sehr weite Definition von Aufklärung, die ermöglicht, eben ganz unterschiedliche Phänomene zu fassen. Also wenn ich selber so eine Art Minimumdefinition geben müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, worauf sich die meisten geeinigt hätten, wäre zu sagen, Aufklärung heißt, nach Verbesserung in dieser Welt streben und nicht erst in der nächsten. Das würde ich sagen, ist ungefähr ein Minimalkonsens. So ist es, so hat die Forschung das lange Zeit gesehen. In meiner Lesart und nach meiner Auffassung müssen wir das revidieren und uns klar machen, in welchem Maße die Aufklärung von vornherein ein globales Phänomen gewesen ist. Und zwar in zwei Hinsichten. Also einerseits, weil diese europäischen Debatten immer vor dem Hintergrund eines globalen Zusammenhangs verstanden werden müssen, und zweitens, weil eben nicht nur Europäer, sondern viele Akteure in ganz verschiedenen Teilen der Welt an diesen Debatten teilnahmen. Zum ersten Punkt kurz vielleicht, also man kann in vieler Hinsicht Aufklärungsdiskussionen verstehen als ein Coming to Terms, eine Auseinandersetzung mit einer veränderten globalen Konstellation. Viele Texte der Aufklärungszeit, also zum Beispiel die bewundernden Schilderungen zur chinesischen Art und Weise des Regierens zum Beispiel, die von Aufklärern als der Inbegriff einer rationalen Regierung verstanden wurde, die zeigen, wie der Blick der Aufklärer deutlich über Europa hinausging. Und wenn wir uns viele der ganz zentralen Begriffe der Aufklärungsdebatten anschauen, dann sehen wir, dass viele von denen eigentlich einen Versuch darstellen, über die Ordnung der Welt nachzudenken. Also Begriffe wie zum Beispiel der Rassebegriff, der in der Aufklärungszeit entwickelt wird, ist ja nichts anderes als ein Versuch, die ganz unterschiedlichen Völker und Kulturen gedanklich zu ordnen. Der Begriff des Kosmopolitanismus gehört ebenso dazu. Debatten über Freihandel, ganz zentral in der Aufklärungszeit, sind auch ein Versuch, über Handel und auch das Recht in diesem Zusammenhang neu nachzudenken. Begriffe wie Zivilisation und Barbarei, auch ganz zentrale Begriffe dieser Debatten, gehören dazu. Überhaupt die Definition von Menschen und Menschenrechten. Ja, alle diese Konzepte sind eigentlich Versuche, über die eigene Gesellschaft hinaus das große Ganze, das globale Ganze zu denken und gedanklich zu ordnen. Insofern können wir sagen, dass Aufklärung ohne diesen globalen Bezug eigentlich gar nicht sinnvoll beschrieben werden kann. Der zweite Punkt ist, dass
es natürlich so ist, dass in vielen zentralen Orten der Aufklärungsdiskussion in Europa, in Halle, in Turin, in Utrecht und so weiter, also das waren Zentren der Aufklärung, aber diese Zentren gab es eben nicht nur in Europa. Sie gab es erstmal auch in der atlantischen Welt, in, sagen wir, Philadelphia, die Debatten in den USA, aber auch in Lateinamerika, in Bogotá oder in Caracas gab es Diskussionen, die anknüpften und auch verbunden waren, zum Teil sich auf dieselben Autoren und Texte bezogen. Aber auch darüber hinaus, also schon am Ende des 18. Jahrhunderts können wir beobachten, wie zum Beispiel auch in Südasien der bekannte Gegner der britischen Imperialpolitik, Tipu Sultan, hat sich als Citoyen Tipu anreden lassen, stellte einen Freiheitsbaum auf in seiner Hauptstadt Seringapatam. Das sind alles Bezüge, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Nicht überall wurde dasselbe gesagt, aber die Debatten waren relational, das heißt, sie waren miteinander verbunden und nahmen aufeinander Bezug. Es gibt inzwischen eine große, breite Forschung zu dieser Republic of Letters, den Netzwerken zwischen einzelnen Forschern, Wissenschaftlern, in der Regel Männer. Aber vielleicht, also ich würde vielleicht hier noch in eine etwas andere Richtung gehen, denn wie neuere Arbeiten auch zeigen, ist es so, dass viele der Erkenntnisse der wissenschaftlichen Leistungen, der Errungenschaften sozusagen der Aufklärungswissenschaft in einem hohen Maße auf den Beobachtungen von Leuten vor Ort basierten. Und gerade in der Wissenschaftsgeschichte hat sich in den letzten Jahren durchgesetzt, diese Art von Entdeckungen in einem viel breiteren Rahmen anzuschauen. Das heißt also, die europäischen Wissenschaftler, die manchmal in Europa blieben und lediglich Informationen sammelten, manchmal aber auch zum Beispiel nach Indien reisten und dort mit dem, was man häufig Informanten nennt, aber was man im Grunde eben auch als Wissenschaftler bezeichnen müsste, sprachen, interagierten. Das heißt also, ja, von wem stammt das Bild? Ich glaube von Kapil Raj, der mal davon gesprochen hat, dass man nicht nur das Labor, sondern auch so eine Art Open-Air-Science sich anschauen müsste. Das heißt also, die zahlreichen Personen, die Wissen generierten oder zum Teil sammelten, und das dann am Schluss in Europa in den Enzyklopädien und so weiter sammelte. Also das heißt, wir müssen von einem viel breiteren Netz von häufig Personen, deren Namen wir gar nicht mehr kennen, ausgehen, wenn wir die wissenschaftlichen Fortschritte der Aufklärungszeit beurteilen wollen. Wenn es ein zentrales Genre der Aufklärungsliteratur gibt, dann ist das vermutlich der Reisebericht. Es sind tatsächlich in Europa Tausende von Reiseberichten über andere Regionen, andere Kulturen entstanden, und das war schon auch ein europäisches Spezifikum. Es gab ähnliche Reisebeschreibungen auch an anderen Orten, aber nicht in diesem Maße, nicht in dieser Quantität. Das ist auf jeden Fall eine asymmetrische Situation. Man hat zu häufig, würde ich sagen, dieses europäische Interesse an anderen Kulturen als ein besonderes Merkmal des Abendlands sozusagen wahrgenommen, als eine Form der Neugier, die in gewisser Weise auch eine Art von europäischer Überlegenheit darstellen sollte. Das ist meines Erachtens verkürzt aus verschiedenen Gründen, nicht zuletzt, weil häufig diese Reiseberichte auch nicht ganz interesselos waren, sondern im Grunde im Zusammenhang der graduellen Expansion Europas auch verstanden werden müssen.
Aber für unseren Zusammenhang mindestens so interessant ist die Frage, ob es nicht auch umgekehrte Beobachtungen gegeben hat. Und die gab es sehr wohl in verschiedenen Gesellschaften. Wir haben inzwischen neuere Untersuchungen zu osmanischen Reisenden, zur persischen und südasischen Reiseberichterstattung und auch zu Ostasien. Zum Teil ist es so, dass diese Berichte nicht für die Öffentlichkeit geschrieben wurden und deshalb auch häufig erst viel später publiziert wurden, also nicht in derselben Art und Weise auf die Gesellschaften einwirken konnten. Eine richtige, sagen wir mal, Wissenschaft vom Fremden, eine Art Xenologie, hat es nur selten gegeben. Da wäre Japan das beste Beispiel, wo die sogenannte Rangaku, das heißt eine bestimmte, also das wörtlich übersetzt würde man sagen, die Holland-Studien, nichts anderes waren als ja, man kann sagen, institutionalisierte Forschung über Europa, die sich stützte auf vor allem die Interaktion mit den Holländern, die in Japan seit der frühen Neuzeit präsent waren, und die Texte und wissenschaftlichen Werke, die nach Japan brachten, sehr viel weniger auf Reisen in diesem Fall. Also insofern, insgesamt wird man sagen können, es gab die umgekehrte Beobachtung auch, in sehr viel geringerem Maße. Es hatte aber auch häufig mit geopolitischen Konstellationen zu tun. Zum Beispiel, wenn man sich anschaut, über was chinesische Forscher und Wissenschaftler schrieben, dann hatten die häufig gar kein Interesse in sozusagen zivilisatorisch zurückgebliebene Regionen wie Europa zu reisen, sondern interessierten sich für ihr eigenes Land, da hatten sie genug zu tun. Also die Asymmetrie allein aus einer mangelnden Neugier zu erklären, greift auf jeden Fall zu kurz. Ja, die Revolution von Haiti ist inzwischen, ich würde sagen, so in den letzten 20 Jahren ja sehr stark in das Interesse der Forschung gerückt, nach und nach auch ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit als Pendant und ein Ereignis, das gleichzeitig zur Französischen Revolution stattfand und in gewisser Weise auch als ein Beitrag zu dieser Revolutionsgeschichte gesehen werden muss. Vor allem hat sich die Aufmerksamkeit darauf konzentriert, den Beitrag zur Debatte der Menschenrechte, zur Frage der Menschenrechte herauszustellen. Die Deklaration der universalen Menschenrechte im Zusammenhang der Französischen Revolution sah Menschenrechte ja im Wesentlichen als Rechte für weiße Männer vor. Und in gewisser Weise ist die Revolution in Haiti eine radikale Antwort darauf, die im Grunde sagte, also Menschenrechte gelten für alle, auch für Sklaven. Und das ist eine Herausforderung, die auch in Frankreich zunächst also wirklich als eine Herausforderung wahrgenommen wurde. Wir können also sagen, dass in gewisser Weise anschließend an das, was wir vorhin gesagt haben, dass diese Revolution in Haiti ein Teil der Aufklärungsdiskussion gewesen ist und eben zeigt, wie wichtig die Aktivitäten, die Agency, wie man sagen würde, von nicht-europäischen Menschen gewesen ist. Vielleicht noch hier ein Kommentar dazu. Also die Revolution in Haiti stand auf jeden Fall im Zusammenhang mit der Revolution in Frankreich. Es gab also Wissen in Haiti über die Ereignisse in Frankreich. Es gab Texte, die aus Frankreich nach Haiti gekommen sind. Gleichzeitig heißt es nicht, dass wir in den Ereignissen in Haiti lediglich einen Effekt, ein Echo der französischen Ereignisse sehen dürfen, denn es gab zahlreiche kulturelle Einflüsse, die in die Debatte in Haiti hineinspielten. Zum Beispiel auch Vorstellungen von gerechter Herrschaft, von gerechtem Königtum, die einen Großteil der Sklaven aus Afrika mitbrachte. Das heißt also, was wir hier beobachten, und das beobachten wir dann im 19. Jahrhundert immer häufiger, ist, dass es unterschiedliche Traditionsstränge sind, die zusammenwirken und die dadurch eine modifizierte, eine veränderte Aufklärung, wenn man so will, hervorbrachten.
Ja, das ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Frage, denn in der Forschung zur Aufklärung geht es in der Regel darum, einen relativ eng umgrenzten zeitlichen Moment zu erfassen, der aber ja, nicht im Blick hat, dass in vielen Teilen der Welt im Laufe des 19. Jahrhunderts immer wieder auf Aufklärung Bezug genommen wurde. Aufklärung auch als eine Wortschöpfung, ein Neologismus, der in vielen Sprachen entwickelt wurde. Und wir können im Grunde, wenn wir durch das 19. Jahrhundert hindurchgehen, eine ganze Reihe von solchen Momenten festmachen. Diskussionen in Indien zum Beispiel, wo so jemand wie Rammohun Roy als ein Vertreter der Aufklärung wahrgenommen werden kann und muss. Im Osmanischen Reich, wo die Debatten seit der Tanzimat-Reform in den 1830er Jahren immer auch auf Aufklärungstexte aus Europa Bezug nahmen. Dann in Ostasien am Ende des 19. Jahrhunderts, in Japan, ja, wo die Bewegung für Aufklärung eine ganz zentrale Kraft war in der Modernisierung und Reform des Landes, am Ende des 19. Jahrhunderts in Korea oder China. In allen diesen Fällen wurde entweder der Begriff Aufklärung neu geprägt, in einigen Fällen hat man auch den Begriff der Renaissance verwendet, aber trotzdem können wir zunächst also einmal festhalten, dass es da in der Regel Bezüge auf Texte der europäischen Aufklärung gegeben hat. Das ist das eine. Aber wie eben schon am Beispiel von Haiti erläutert, ist es damit nicht getan. Es ist nicht einfach eine Übernahme. Häufig sind diese Texte auch in strategischer Absicht zitiert worden, um den eigenen Reformdebatten wenn man so will, internationales Gewicht oder eine Legitimation zu verleihen. Diese Diskussionen gehören in meiner Lesart zu einer Aufklärungsgeschichte dazu. Also aus verschiedenen Gründen, nicht nur aus geografischer Gerechtigkeit, sondern weil sie zeigen, wie Aufklärung sich im Laufe der Zeit verändert hat. Verändert einfach, weil die späteren Debatten auf frühere Diskussionen Bezug nahmen und die noch späteren auf die davor. Und das führt dazu, dass nicht nur in Indien oder in Japan oder China, sondern auch in Europa sich das Denken über die Aufklärung verändert hat. Das Denken über Aufklärung hat eigentlich nicht aufgehört und geht in gewisser Weise bis heute weiter. Wenn wir ins 20. Jahrhundert schauen, die Dialektik der Aufklärung beispielsweise, das berühmte Buch von Horkheimer und Adorno, zeigt ja, wie man noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts über Aufklärung neu nachgedacht hat. Also wenn ich das so etwas schematisch skizzieren soll, dann würde ich sagen, dass im 18. Jahrhundert in Europa das Hauptaugenmerk darauf lag, über den Schutz von Individuen, vor allem gegenüber religiösen Doktrinen der Kirche oder aber auch den Übergriffen des Staates, diesen Schutz in den Vordergrund zu stellen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts, sagen wir mal im späten 19. Jahrhundert, ist es interessant zu sehen, dass der Begriff Aufklärung häufig benutzt wird, um eher über Kollektive zu sprechen, den Fortschritt einer Nation. Das sehen wir also ganz deutlich in Ostasien, wo der Begriff Aufklärung eigentlich fast immer an ein nationales Projekt gebunden ist. Aber wir sehen es auch in Europa, wo der Aufklärungsbegriff benutzt wird, um dann zum Beispiel im kolonialen Kontext die Überlegenheit der europäischen Nationen zu etablieren. Da ist es also mit anderen Worten viel stärker ein Kollektivbegriff geworden. Im 20. Jahrhundert dann würde man sagen, dass wie der Begriff der Dialektik der Aufklärung schon suggeriert, die Janusköpfigkeit der Aufklärung, die also sowohl ein befreiendes, aber eben doch auch ein unterdrückendes Moment hat, ja, die auch zur Rechtfertigung von Imperien und Kolonialismus benutzt wurde, diese Janusköpfigkeit immer stärker in den Blick geraten ist. Und auch heute wird über Aufklärung gestritten und ich würde sagen, dass auch heute diese Spannung sichtbar ist. Das heißt also von Demonstranten in Beijing im Juni 1989 oder in Hongkong vor wenigen Jahren, da wird an Aufklärung appelliert als eine Form der universalen, in gewisser Weise Emanzipation versprechenden Gedankenwelt.
Während in anderen Fällen, wenn zum Beispiel es heißt, dass wenn man in europäischen Zeitungen lesen kann, dass die islamische Welt endlich ihre Aufklärung braucht, da sehen wir, wie das auch als ein Instrument verwendet werden kann, das Hierarchien etabliert. Also diese Spannung zwischen Aufklärung als Liberator, ja, und Aufklärung als Unterdrückungsdiskurs, das ist etwas, was wir, ich glaube, im Blick halten müssen, was in gewisser Weise im 19. und im 20. Jahrhundert immer die Spannung ausgemacht hat, in der Aufklärung diskutiert wurde. Also eine Geschichte der Aufklärung, würde ich denken, die müsste 2, 3 Prämissen berücksichtigen. Eine Geschichte der Aufklärung, die über Europa hinausgeht, müsste zunächst erstmal ganz radikal die Aufklärung als ein historisches Phänomen begreifen. Und damit meine ich, also historisch soll heißen, wandelbar in der Zeit. Ja, das ist ja im Grunde das, was gemeint ist. Das heißt, es gibt nicht eine Definition von Aufklärung, die ein für alle Mal feststeht, sondern jede weitere Debatte fügt dem etwas hinzu, modifiziert, verändert und die späteren Debatten reagieren darauf. Also diese Wandelbarkeit der Aufklärung, über die wir eben schon kurz gesprochen haben, ist ein ganz zentrales Motiv. Was eben auch heißt, dass es nicht sozusagen einen Kern gibt und dann gibt es Abweichungen, wenn wir ins Osmanische Reich schauen und dann gibt es Defizite, wenn wir nach Indien schauen, sondern es ist ein zusammenhängender Diskussionskontext, der sich entwickelt. Also Veränderbarkeit ist der erste Punkt und der zweite Punkt wäre zu sagen, dass diese globale Geschichte viel stärker in den Blick nimmt, wie unterschiedliche Traditionszusammenhänge aufgegriffen werden. Also wir müssten von im Grunde einer hybriden Aufklärung sprechen. Wenn zum Beispiel Ramohun Roy in Südasien in den 1820er Jahren über Aufklärung nachdenkt, dann bezieht er sich auf westliche Denker und Texte, aber er bezieht sich auch auf islamische Traditionen, auf hinduistische Traditionen, die zusammengeführt werden und den Aufklärungskontext widerspiegeln, die also diese Diskussionen zu etwas machen, was nicht identisch ist mit etwas, was wir jetzt in Paris oder in Edinburgh beobachten können. Das heißt also, an jedem Ort ist in gewisser Weise Aufklärung, wenn wir so wollen, ein hybrides Produkt. Und das bedeutet, dass wir weg müssen von der Vorstellung, dass Aufklärung sozusagen ein europäischer Exportartikel gewesen ist. In diesem Verständnis und im Verständnis vieler historischen Akteure löst sich Aufklärung im Grunde von seinem europäischen Index, löst sich von der engen Beziehung zu Europa und wird zu einer Ressource, die für alle möglichen Zwecke benutzt wird. Ich glaube, es ist überhaupt sinnvoll, sich von diesem Bestreben, die Ursprünge zu lokalisieren, etwas zu lösen. Wenn wir daran denken, dass also zum Beispiel, wenn wir über den Sozialismus in China sprechen, wie hilfreich ist es dann zu sagen, naja, ursprünglich wurde der in Europa entwickelt. Es spielt eigentlich keine Rolle. Und so ist es im Kontext der Aufklärung auch. Die Ursprünge spielen für die späteren Diskussionen gar keine zentrale Rolle mehr, höchstens als legitimatorischer Verweis. Wenn man sich auf Rousseau, auf Locke beziehen kann, dann suggeriert es, man ist Teil einer internationalen Diskussion. Was man aber eigentlich erreichen will, wird durch den jeweiligen Kontext vor Ort bestimmt. Ich glaube, diese 3 Prinzipien, Veränderbarkeit, das Hybride der Aufklärungsdiskussion und schließlich das Lösen von einer Fixierung auf Ursprünge, ich glaube, das sind ganz zentrale Prämissen, um eine solche Geschichte zu schreiben. Vielen Dank für diese Frage, die wichtig ist, denke ich. Lange Zeit ist über Aufklärung vor allem als eine Art von Emanzipationskonzept, als ein Rezept für Befreiung gesprochen worden. Und erst sagen wir, Ende des 20. Jahrhunderts, seit den 1980er Jahren, haben vor allem Vertreter der Postcolonial Studies sehr stark den Zusammenhang von Aufklärung und Imperialismus in den Vordergrund gerückt. Mit dem Argument, dass
der Universalismus der Aufklärung im Wesentlichen ein Legitimationsinstrument für koloniale Eroberungen gewesen ist. Und in der Tat kann man das wird kein Historiker, keine Historikerin bestreiten, wird man sagen können, dass häufig diese universalen Maßstäbe, an denen andere Kulturen dann als defizitär abgetragen wurden, dass diese universalen Maßstäbe benutzt wurden, um koloniale Herrschaft zu rechtfertigen. Diese Idee der Zivilisierungsmission, die europäischen, später auch die japanischen und amerikanischen Kolonisten mit sich trugen, die geht in der Regel auf solche universalen Vorstellungen zurück. Insofern wird man nicht bestreiten können, dass historisch tatsächlich ein Zusammenhang bestand zwischen Imperialismus und diesen aufklärerischen Werten oder Maximen. Die Frage hat sich dann in den letzten Jahren vor allem, oder Diskussion hat sich darauf konzentriert zu fragen, ob das notwendigerweise so war oder ob es eben unterschiedliche Verwendungen oder unterschiedliche Bezugnahmen auf Aufklärung gegeben hat. Also man kann sehr plakativ formuliert sozusagen eine Steven Pinker-Variante, die Aufklärung ist das, was uns sozusagen den Fortschritt und alle guten Dinge gebracht hat, und eine postkoloniale Lesart, die in der Aufklärung im Grunde den Beginn des Kolonialismus und in gewisser Weise eben ein Übel sieht. Zwischen diesen beiden Polen hat sich die Diskussion lange Zeit bewegt. Und meine eigene Position dazu wäre zu sagen, dass eben beides zutrifft, dass sich sowohl die europäischen Kolonialreiche auf Prinzipien der Aufklärung berufen haben und dadurch auch Rechtfertigung gesucht haben für die koloniale Herrschaft, gleichzeitig sich aber auch die antikolonialen Bewegungen auf Prämissen und Vorstellungen der Aufklärung Bezug genommen haben. Das heißt, unterschiedliche Akteure konnten mit unterschiedlichen Absichten sich auf Texte der Aufklärung beziehen, und in gewisser Weise ist das ein Prozess, der bis heute fortdauert. Dipesh Chakrabarty, einer der bekanntesten Vertreter der Postcolonial Studies, hat das sehr schön, denke ich, auf den Punkt gebracht in seinem Buch Provincializing Europe, eines der wichtigsten Bücher dieser Forschungsrichtung. Da zeigt er, wie aufklärerische Vorstellungen auch von Entwicklung und von Fortschritt benutzt wurden, um einheimische Gesellschaften zu unterdrücken. Und gleichzeitig kommt er am Ende des Buches auf Kant zurück und sagt, dass auch diejenigen, die gegen Kolonialismus eintreten, im Grunde dankbar sein müssen gegenüber diesen Denkern. Also diese Ambivalenz ist von Anfang an da, was eben doch heißt, dass wir die Geschichte der Aufklärung eigentlich von Anfang an nicht ohne die Geschichte des Imperialismus denken dürfen.